Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, heute bin ich mit einem kleinen Q&A wieder da. Ich habe tatsächlich letzte Woche auf Instagram gebeten, dass ihr mir Fragen stellt und ich habe sie alle gescreenshottet und wir werden sie heute mal zusammen durchgehen. Ja, eine Frage, die ich sehr oft bekommen habe, ist, was ich denn genau in Korea mache, ob es für Travel ist oder Work Study. Ja, tatsächlich bin ich mit einem Work and Travel Visum hier. Das heißt, ich kann ein Jahr lang hier leben. Der Fokus liegt dabei aber eigentlich aufs Reisen, nicht aufs Arbeiten. Tatsächlich darf man auch nur eine gewisse Stundenanzahl in der Woche arbeiten, die darf auch nicht überschritten werden und so Sachen wie zum Beispiel English Teaching oder Fremdsprachen darf man auch nicht lehren mit diesem Visum. Also dafür gibt es ein extra Visum, das habe ich aber nicht. Ja, das heißt, das fällt dann leider schon mal weg. Weil eine andere Frage, die ich auch bekommen habe, ist, ob ich mir hier einen Job suchen möchte. Momentan müssen wir natürlich ein bisschen von der derzeitigen Lage ausgehen. Mit dem Coronavirus ist es nicht ganz so einfach, jetzt momentan als Ausländer hier einen Job zu bekommen. Vor allem mit einem Work-and-Travel-Visum, weil die meisten, das habe ich zumindest gelesen, die ein Work-and-Travel-Visum haben, die arbeiten dann zum Beispiel in Bars oder Restaurants und kellnern dann zum Beispiel oder Cafés. Aber ich glaube, die meisten Restaurants sind momentan froh, wenn sie ihre eigenen Mitarbeiter momentan halten können und suchen nicht unbedingt neue Mitarbeiter momentan. Ja, deswegen bin ich auch nach hier gekommen, tatsächlich mit einem recht großen Geldpuffer, sage ich mal. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Geld gespart, bevor ich nach hier gekommen bin, was ich auch generell nur jedem empfehlen kann, der Work and Travel in Betracht zieht, weil man weiß halt nie, was passiert und dann ist es einfach besser, wenn man eine finanzielle Grundlage hat, auf die man zurückgreifen kann und nicht allzu sehr in Stress verfällt, wenn es dann eben nicht sofort zu einem Job kommt. Ich hatte mir halt irgendwann überlegt, vielleicht in Cafés zu jobben oder ja, sowas in die Richtung zu machen. Momentan ist es einfach, glaube ich, nicht wirklich möglich. Wie gesagt, für mich persönlich ist es jetzt auch nicht weiter schlimm, weil wie gesagt, ich habe einen sehr großen Puffer angespart und ich lege meinen Fokus auch momentan so ein bisschen auf Content Creation, heißt, ich bin sehr aktiv in den sozialen Medien und auf meinen ganzen Accounts und so weiter und möchte natürlich auch vielleicht ein bisschen hier in Kontakt mit Firmen und Brands kommen, weil man kann tatsächlich auch über Social Media Geld verdienen, vielleicht wissen das die wenigsten einfach nur nicht, über Kooperationen zum Beispiel. Das ist in der Social Media Welt eigentlich gang und gäbe, wenn man Content Creator ist. Und ja, darauf lege ich halt momentan so ein bisschen meinen Fokus. Die nächste Frage wäre, warum hast du angefangen mit deinem Instagram-Account? Tatsächlich mache ich jetzt Instagram seit circa 5 Jahren. Ja, doch, ich glaube schon. Und angefangen hat das Ganze tatsächlich mit Screenshots aus World of Warcraft, weswegen auch mein Instagram-Name Out of Mana ist, weil ich wirklich zu der Zeit sehr, sehr viel MMOs gespielt habe. MMOs, falls ihr es nicht wisst, sind Online-Rollenspiele wie World of Warcraft, Guild Wars und so weiter. Und ja, ich habe das zu der Zeit wirklich sehr viel gespielt und meistens Heiler. Und alle, die in dieser Szene, sage ich mal, so ein bisschen unterwegs sind oder in diesem Gaming-Bereich, die wissen, dass Out of Mana eine Art Insight-Faktor ist, Insight-Wissen. Wenn der Heiler zum Beispiel kein Mana mehr hat, kann er nicht mehr heilen. Das heißt, man sagt in die Gruppe, I'm out of Mana, heißt, man kann nicht mehr Zauber bewirken. Ja, und das war halt so damals, womit ich angefangen habe, sprich Gaming-Content. Das Ganze wollte ich aber irgendwann so ein bisschen, ja, auch in andere Richtungen führen, weil ich auch noch andere Interessen habe, wie eben Mode oder Make-up. Und ich finde, nur weil man sich jetzt zum Beispiel für Gaming interessiert, schließt es nicht aus, dass man sich auch für Beauty interessieren kann. Und das wollte ich halt irgendwie transportieren. Und ja, mein Content hat sich halt in der Zeit ein bisschen geändert, aber der Name ist geblieben. Ja, dann die nächste Frage wäre, ist es hart, sich in Korea zu verständigen? Ich muss sagen, die meisten Koreaner können wirklich gut Englisch, zumindest reicht es auf jeden Fall immer aus, um sich in irgendeiner Form zu verständigen, zum Beispiel in Restaurants oder sowas. Und da, wo es wirklich wichtig ist, sprich an Flughäfen oder Hauptbahnhöfen oder irgendwie sowas, da können die eigentlich in der Regel alle Englisch. So, die nächste Frage wäre, gibt es einen Unterschied zwischen Clubs in Europa und Südkorea? Tatsächlich ja. Ja, seitdem ich hier bin, bin ich halt noch nicht feiern gegangen. Wegen dieser ganzen Corona-Situation haben die meisten Clubs eh nicht auf.
und ich lege es jetzt auch nicht unbedingt jetzt drauf an, feiern zu gehen, aber ich war letztes Jahr hier und war da wirklich einige Male feiern und ja, es gibt Unterschiede. Zum einen die Musik. Ich finde, die meisten Clubs hier in Südkorea spielen eigentlich hauptsächlich nur EDM. Es gibt auch einige Clubs, die spielen Hip-Hop zum Beispiel, aber die meisten EDM. Und ein weiterer Unterschied, der mir so noch einfällt, ist, dass die Koreaner recht, ich sag mal, spät anfangen zu feiern. Zum Beispiel so zwischen 12 und 1 Uhr gehen die erst in den Club, aber auch wirklich sehr, sehr lange im Club bleiben. Also wirklich ultra lange. Ich rede hier von 6, 7 Uhr morgens, das ist fast schon normal. Manche Clubs haben sogar, ich sag mal so, Timetables, die posten die dann, wann welcher DJ spielt, und es gibt wirklich Clubs, die gehen bis 10 Uhr morgens. Keine Ahnung, wer das aushält, ich nicht. Und ein weiterer Unterschied ist, dass, das fand ich sehr befremdlich zunächst und auch ein bisschen merkwürdig, dass in den Clubs in Korea mit Toilettenpapier geschmissen wird. In unserer heutigen Situation würden wir denken, oh mein Gott, Toilettenpapier, größtes Wertgut ever. Aber ja, tatsächlich, wenn zum Beispiel ein Song der Beat droppt oder so, dann schmeißen alle mit Klopapier durch die Gegend und der ganze Club ist voll mit Klopapier. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber es sieht eigentlich ganz cool aus. Es ist auch ultra die Verschwendung, aber in dem Moment macht es halt einfach Spaß. Eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, die haben sehr oft in den Clubs Trillerpfeifen und Leuchtsticks, mit denen die hin und her wedeln beim Feiern. Oder mit denen die halt eben Geräusche machen. Die Trillerpfeifen sind auch ultra laut. Also die Koreaner können wirklich sehr, sehr gut feiern, muss ich mal so sagen. Also es ist echt krass. Die Getränke hier sind auch recht teuer, wenn man ausgeht in Clubs, weil das meiste an Alkohol halt importiert wird. Aber man kann halt super vortrinken mit Soju, weil Soju kostet hier vielleicht nur so umgerechnet 1 Euro die Flasche. Also es ist wirklich super günstig im Supermarkt. Und das machen halt die meisten Koreaner auch, dass sie vortrinken und dann in den Club gehen. Eine andere Besonderheit, die mir noch einfällt, was die Clubs angeht, man kann jederzeit den Club verlassen und wieder zurückkommen. Das heißt, wenn man zum Beispiel zwischendurch Hunger bekommt oder so, dann verlassen wirklich einige den Club für 2, 3 Stunden, essen was, trinken vielleicht noch was und kommen dann wieder. Ja, die nächste Frage ist, warum bist du nach Korea gekommen? Ja, dafür habe ich eigentlich eine recht, in meinen Augen, simple Antwort. Ich habe mein Studium, ich glaube, in 6 oder 7 Jahren durchgezogen, sprich Bachelor und Master gemacht, habe dann direkt 1 Jahr Vollzeit gearbeitet und hatte einfach nie die Gelegenheit, mal ins Ausland zu gehen. Auch während meiner Uni-Zeit habe ich das nicht gemacht und nach dem Abi auch nicht. Und irgendwie dachte ich mir so, Mensch, bevor ich jetzt zu alt bin, möchte ich das unbedingt noch machen. Und warum nicht in einem Land wie zum Beispiel Korea, wo ich jetzt schon vorher 2-mal war. Das ist jetzt mein 3. Mal hier tatsächlich. Das heißt, ich wusste auch, was auf mich zukommt. Ich wollte einfach nur mal das ganze Land und alles hier so ein bisschen, ja, für eine längere Zeit erfahren und genau, Lebenserfahrung sammeln einfach. Ja, eine weitere Frage, die ich bekommen habe, ist, warst du schon mal in Tokio, Japan? Ja, tatsächlich war ich schon 2-mal in Japan und auch unter anderem in Tokio. Und mir hat es jedes Mal super gut gefallen und ich wollte eigentlich jetzt auch im September nochmal hin, da Tokio tatsächlich nur 2 Stunden mit dem Flieger von Seoul weg ist und das natürlich super praktisch ist. Aber mit der jetzigen Situation muss man natürlich erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, ich hoffe natürlich das Beste, dass ich es dann dieses Jahr auch nochmal nach Japan schaffe. Ja, die nächste Frage ist, warum magst du Korea so gerne, beziehungsweise wie hat das ganze Interesse überhaupt angefangen? Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte tatsächlich, weil ich während meines Bachelorstudiums Japanisch gelernt habe, heißt studiert habe und halt ein sehr großes Interesse an Japan hatte und zu dem Zeitpunkt meine beste Freundin kennengelernt hatte, die wiederum ein sehr großes Interesse an Korea hatte. Und ja, dann meinte sie irgendwann, hey, du magst Japan sehr gerne, Korea ist dem Ganzen recht ähnlich. Wir sollten vielleicht mal zusammen nach Korea fliegen. Und ja, wie gesagt, getan, das haben wir dann auch gemacht. 2017 das erste Mal und letztes Jahr das 2. Mal. Und ja, seitdem hat Korea so einen gewissen Platz in meinem Herzen. Und ja, mir gefällt es ja einfach sehr gut, die ganzen Vibes, die Menschen hier. Ich kann es gar nicht so in Worte fassen, was das Ganze so, ja, special für mich macht. Aber es ist einfach dieses Gesamtbild, einfach dieser Mix aus der Kultur, aber auch diese Schnelllebigkeit. Ich persönlich mag das sehr gerne, also ich mag Großstädte sehr gerne. Aber auch diese Modernität. Also ich finde das wirklich
eine super Kombination, super interessant und ja, das war so einer der Gründe, wie das Ganze für mich überhaupt angefangen hat. Die nächste Frage lautet, ob ich schon mal ein Opfer von Rassismus in Südkorea geworden bin. Dazu schon mal vorab. Ja, es gibt hier Rassismus. Tatsächlich hatte ich schon mal einige Situationen, dass mich zum Beispiel Taxifahrer nicht mitnehmen wollten. Das kann aber vielleicht auch an der Sprachbarriere liegen, ich weiß es nicht. Oder jetzt letztens in der U-Bahn zum Beispiel wurde ich tatsächlich, obwohl ich mit Maske natürlich unterwegs war, von einem älteren Herrn mit Desinfektionsmittel angesprüht. Also ja, gibt es schon hier. Ich nehme das Ganze so ein bisschen locker. Ich versuche das nicht so an mich ranzulassen, weil es bringt im Endeffekt eh nichts. Ja, aber so richtig schlimm Rassismus habe ich zum Glück jetzt noch nicht erfahren. Also da wurde ich bisher vor bewahrt. Aber wie gesagt, ich will es nochmal sagen, ja, es gibt hier Rassismus, weil wie gesagt, wie überall auch auf der Welt. So, die nächste Frage lautet, wie hast du die Confidence bekommen, selber zu reisen? Ich muss sagen, ich bin noch nie vorher alleine gereist. Wirklich gar nicht, vor allem nicht so weit weg. Ja, und ich weiß gar nicht, wie das so passiert ist, aber tatsächlich hatte ich letztes Jahr einen sehr, sehr hohen Motivationsschub, nochmal ein Auslandsjahr zu machen, weil ich eben dachte, nachher bin ich zu alt oder dann passt es einfach von der Situation her nicht oder zeitlich nicht. Und jetzt wäre halt einfach der optimale Zeitpunkt für mich. Und das war so ausschlaggebend für mich, dass es war wie so eine Erleuchtung für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt machen, ich will das unbedingt machen und da führt jetzt auch kein Weg dran vorbei. Die nächste Frage ist, was ist dein Lieblingsanime? Ich habe tatsächlich mehrere Lieblingsanime, aber ich muss auch sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft Anime geschaut, ich bin einfach nicht zugekommen. Aber ich habe früher als Kind wirklich zum Beispiel sehr gerne Pokémon geschaut, Inuyasha, Doremi, Detektiv Conan, also das Übliche, was damals so lief. Und andere Animes, die ich wirklich noch sehr gut finde oder empfehlen kann, sind Elfenlied oder Death Note. Das sind so die Klassiker. Ich glaube, sehr viele kennen die. Und natürlich die ganzen Ghibli-Filme sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind echt klasse. Ja, die letzte Frage wäre, ob ich dann schon Angebote hatte bezüglich Dates hier in Korea. Ich sag's mal so, Tinder funktioniert hier wie überall auch auf der Welt. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Also, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie einen Koreaner gedatet, wäre das gelogen. Aber ich muss dazu auch nochmal wirklich betonen, viele denken, dass die koreanischen Männer wie in den Dramen sind, super gentlemanlike oder ja, sehr unschuldig vielleicht. Aber das ist nicht der Fall, Leute. Aber wie gesagt, Männer sind auch hier nur Männer und verhalten sich dementsprechend auch. Also habt bitte keine romantisierte Vorstellung von irgendwelchen koreanischen Männern, weil, wie gesagt, es ist im Endeffekt charakterabhängig, egal wo auf der Welt. Ich hoffe, das Video konnte so ein bisschen eure Fragen beantworten und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren hinterlassen oder auf Instagram werde ich sicherlich auch nochmal um Fragen beten für ein neues Video und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, alles Gute und bis bald!